Von hier soll ich das fotografieren. Match found. Redmond Macy, kleptomaniac. Known aliases, Maestro Berry. Ich laufe gleich wieder durch, dann ist auch die Tür zu, ne? Ohne Scheiß. Boah. Es wäre viel schöner, wenn hier keine anderen Menschen wären, wenn ich einfach nur so durchlaufen könnte, um meine Vergangenheit herauszufinden. Noch lauter. Eine Maus. Die Tür geht gleich auch wieder zu. Tada! Ja, schön. Time to talk about our first lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Das Foto? Ja. Severn Police, Detective Hector Chadwick. Examensabschluss in Kriminologie 1996, Pitchcraft University. Arbeitet seit 1997 für die Polizei von East Baburne. Kam 1999 zum Severn Polizeidezernat und wurde 2002 zum Detektiv befördert. Ja, wer auch immer du bist. Anscheinend müssen wir den kennen. Detective Hector Chadwick. Wie sehen die Detectives meistens gleich aus, ne? Komme ich wahrscheinlich eh nicht durch, noch nicht. Severn Police Bethel Police Station Database. Datenbank der Polizeistation Bethel. Fallnummer, Delikt, zuständiger Bearbeiter. Achso, Körb 2006. 6. Hä? Wie steht denn da oben? Das sind noch ganz andere Buchstaben. Naja. Körperverletzung, hart. MF 2006. Mord, Fair and Chadwick. Wie kommen die denn auf PHC auf MF? Hä? Wahrscheinlich, wenn man es ausspricht, wenn das lang geschrieben ist. Ne? Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht, Grant, unsittlicher Angriff auf Frau Taylor, gefährlich Verhalten, Hauser, Fair in Chadwick. Das ist also Fair, Detective Bart Fair. Examensabschluss in Kriminologie 1994, Summerfield University, arbeitet seit 1995 für das Severn Polizeidezernat, erhielt 2009 die Tapferkeitsauszeichnung. Euch begegne ich gleich bestimmt. Hier ist noch ein... Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse.
You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run, and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Body found in a warehouse. Leiche im Lagerhaus gefunden von Brian Scott. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detective Chief Inspector Edwin Hutchins sagte dazu, das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen, aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber es ist jetzt schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurden noch keine weiteren Angaben gemacht. Incident Report. Polizeiprotokoll. Polizei von Severn, Polizeistation Bethel. 89 Sandhills Road, Barnet Green, 84689-8NR. Fallnummer MF 2006. Datum 20. Juni 2015. Polizist Bart Fair. Name des Informanten Jacob Singer. Adresse des Informanten Licky blablabla. Telefonnummer des Informanten nicht angegeben. E-Mail des Informanten nicht angegeben. Zeitdatum des Vorfalls 20.06.15. Ort des Vorfalls Pike Hill. Vorfall möglicher Mordfall in einem verlassenen Lagerhaus. Detailinformationen am 20. Juni kurz vor 14 Uhr wurden wir telefonisch über den Fund einer männlichen Leiche im leerstehenden Lagerhaus nahe der Route 10 informiert. Die zum Tatort entsandten Polizisten konnten bestätigen, dass das Opfer dem Augenschein nach durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität eine forensische Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Maßnahmen: Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 Meter von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmen. Die Waffe konnte als selbstladende, von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden. Wenn ADS aber so der größte Waffenhersteller so sein sollte, einer von den größten, dann kann das jeder gekauft haben. Also dann ist das nicht so schnell zurückzuverfolgen. Fallnummer blablabla, Polizist Richard Glazer, 20. Juni 2015, Name des Informanten Shane Carruth, Adresse des Informanten, Zeit des Ortes auch in Pike Hill, auch auf der Route 10. Vorfall, Verkehrsunfall, Detailinformation. Am Montag, den 20. Juni um 4:26 Uhr wurde die Polizeistation von Bethel telefonisch über einen Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Pike Hill auf der Route 10 in Kenntnis gesetzt. Bei Ankunft am Unfallort fanden wir ein Fahrzeug im nahegelegenen Wald vor. Maßnahmen: Der Wagen war offensichtlich gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen. Aus diesem Grund haben wir Feuerlöscher eingesetzt und konnten das Feuer schnell löschen. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass sich der Unfall in Folge stark erhöhter Geschwindigkeit ereignet hatte. Im Fahrzeug befanden sich keine Insassen. Bei weiteren Untersuchungen fanden wir eine Blutspur, die tiefer in den Wald führte, konnten aber keine Personen auffinden. Der Fahrer könnte also noch am Leben sein. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Questionings. Vernehmungen. Der Tod von Jesper Prado verbleibt unaufgeklärt. Chadwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Chadwick hat mit John Linton und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Prados Telefonliste gab es noch jede Menge weiterer Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen alle seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Bart Fair. Da komme ich eh nicht durch, brauche ich gar nicht prüfen. Lagerhalle. Warum haben wir eine Erinnerung an diese Lagerhalle? So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse Not long before you tried to save the girl. He was shot at point-blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black.
The only question is how. Let's find out, shall we? Ja, alle unsere Handlungen haben Auswirkungen auf das Spiel, das weitere Spiel. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir diesen Samson nicht befreit hätten, wären die anderen Typen alle noch am Leben? Hätten wir die dann ausschalten müssen? Black, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. Von Unbekannt. Ja, krieg dich ein. Ich will wissen, wer das war. 20.06.2015, 15:01 Uhr, immer noch von Unbekannt. Licht. Jesus, man. Get your hands off. No need for any of this. Shut up! Move! Das ist doch da, wo das Mädel saß. Das sieht genauso aus wie da, wo das Mädel saß. Wait. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can Only process what your brain offers. concentrate only on the memory at hand. I am trying. And try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here Because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages. your mind is sending. Focus. Das stand hier ganz bestimmt noch nicht. Ah, Sofort. Ja, alles falsch. That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with My technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can.
Case crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. So what are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Fucking stinks in there. Well, then it's a good job I skipped breakfast. Come on. What the hell happened here? Potential murder weapon identified. What do we think? Drug deal? I don't know, Chief. You seen the weapons they were carrying? This looks high-end. Yeah, right. International drug deal. Okay. Das war kein Beweis. Na schön. Aber schön, dass ihr schon alle tot seid. Da muss ich mich nicht für euch umplanen. Das ist auch kein Beweis. Du wahrscheinlich auch nicht. Du schon. Du auch nicht. Identification unconfirmed. Wow, look at that. His entire face. There goes any dental match. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Shit, this many stiffs and no ID. We could link this to 100 cases. So, drug deal it is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, don't worry, decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new calf opened up next to the Nick. You fancy it? Genau, das war das Wichtigste. Boah, ich bin Red. nicht dran üben. What is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? The Pandora will do the rest. Ja, ich will mir die ganze Szene anschauen. Noch nichts anderes. Ich wollte gerade irgendwas gesagt haben. Ich habe es vergessen. Irgendwas mit dem Mann, der da auf dem Boden lag. Ja, da. Das ist geil gemacht hier. Guck mal. Wie das Blut hier noch in der Luft liegt. Der da ist es. Aber ich wollte da noch... Identification confirmed. Jasper Prado. Status deceased. There's me thinking we could sort this out like animals. If you're gonna do it, then at least look me in the fucking eye! So, we have a name then. Jasper Prado. Boy, here's the keys. Your drive. Come on, Chief. Why have I always got to drive? Rang, son, rang.
How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police Files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Die Resultate der Blutuntersuchung sind heute Morgen eingetroffen. Die DNA stimmt mit der DNA am Ort der Detonation überein. Chadwick behauptet, der gleiche Ort sei öfter als Unterschlupf von den Junkies der Gegend genutzt worden. Also muss Prado, ein bekannter Drogenabhängiger und Dealer, nicht zwangsläufig in die Entführung verwickelt gewesen sein. Zufall? Ey, scheiße, dann wirst du getötet wegen einem blöden Zufall? Erschossener identifiziert. Leiche eines Erschossenen in Lagerhalle nahe der Route 10 gefunden. Die Polizei hat nun herausgefunden, wer er ist. Von Brian Scott. Letzte Woche haben wir über den schockierenden Fund einer Leiche in einem verlassenen Lager aus einer Route 10 berichtet. Der Leichnam eines 40-jährigen Mannes wurde auf dem Boden der Haupthalle des Lagerhauses entdeckt. Der Mann war offensichtlich gnadenlos aus nächster Nähe erschossen worden. Laut einer Quelle wurde dem Opfer dabei das halbe Gesicht entstellt, sodass eine Identifizierung nicht möglich war. Die Polizei hat nun herausgefunden, dass der Name des Mannes Jasper Prado lautet. Ein stadtbekannter Söldner und Ex-Militär ohne festen Wohnsitz. Die mit dem Fall Prado beauftragten Ermittler Bart Fair und Hector Chadwick wollten sich zu diesem Fall nicht äußern. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unbekannt, ob es sich bei Prado um das einzige Opfer am Tatort gehandelt hat. Ergebnis der ballistischen Analyse. Die Untersuchung der beiden Tatorte, Bloomsburg-Entführung, Fall Jasper Prado und die aufgefundenen und analysierten Beweisstücke im Zusammenhang mit Waffen und Munition während der beiden polizeilichen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass die Schützen von der Firma Advanced Defense Strategy hergestellte Waffen verwendet haben. Ja, aber wenn das doch so eine Firma ist, die die meisten Waffen verkauft hat, ist das doch gar nicht so verwunderlich. Da will ich mir mal aus. Einen anderen Ausgang. So, dich zum Beispiel. Sonst haben wir hier alles, ne? This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced, though. As if something is Bothering you? Too late. Jaspers Vergangenheit und Verbindungen. Nach seiner Armeezeit 1994 bis 96 arbeitete er als Söldner, bis er entlassen wurde und anfing sich als Drogendealer zu bedingen. Aktuell verdient er sein Geld mit Gas, Hasch und Ecstasy-Geschäften, aber er hält auch noch Kontakt zu seinen alten Freunden. Die sind alle irgendwie mit Drogen, ne? Hier, der Blake ist hier bitte der Alkoholsucht. Der hat seine Alkoholsucht. Der hat seine Drogen. Und beim Militär zu arbeiten und so ist gar nicht so geil. Who is Jasper? Wer ist Jasper? Er kommt aus einer Familie der Arbeiterklasse, Vater war LKW-Fahrer, Mutter war Angestellte in einer Bar, gute Leistungen in der Schule, verlor aber schnell das Interesse an Bildung und suchte sich ein Kick woanders, zum Beispiel bei Partys, in Nachtclubs und beim Kiffen mit Freunden. Wenn man so liest von wegen Mutter angestellt in einer Bar, hört sich das auch schon so ein bisschen wie Nachtclub an. Sonst nichts, nur noch das Foto hier. Jetzt kommen wir doch mal in eine andere Erinnerung rein.
Nee. Eigentlich Black! For God's sake, hurry! I'm trapped. You can stop this. My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Fuck. Das ist er. Ich muss mich jetzt entscheiden, welchen Weg ich gehe, ne? Das ist ja auch nochmal. Hä? Kriminaldatenbank der Polizei von Severn, persönliche Daten, Name Jasper Prado. Mal britisch, Herkunft kaukasisch, keine besonderen Merkmale, Festnahmen, Datum, Art des Delikts 1995 bis 1997, empfindliche Informationen entfernt. 31.03.1999, Verkehrsdelikt, Überschreiten Höchstgeschwindigkeit um 25 Stundenkilometer. 23.04.1999, gewaltsamer Zutritt und unrechtmäßiger Besitz. Hallo bei Birmingham, was für ein Besitz. 26.10.2001, Besitz von Klasse C Drogen, Diazepam, Nitrazepam. 23.01.2004, Besitz von Klasse C Drogen, Cannabis, Kratin. 10.07.2009, Verkehrsdelikt, überschreitende Höchstgeschwindigkeit um 32 Stundenkilometer. 13.02.2011, Besitz von Klasse B Drogen, Cannabis, Codein. Aha, dann wurde Cannabis also noch einmal hochgestuft. Codeintropfen. Prado's car, evidence in case number. Nächste? Das ist UK, das bedeutet eben was, es wird im Deutschen anders übersetzt. Wäre schön, wenn das, hi. Antrags... Ich mit meinem Sprachfehler nicht. Antragsformular für Fallwiedereröffnung. Falldetails, Fallnummer MF2006. Zeitdatum des Vorfalls 20.06.2015. Ort des Vorfalls Pike, Fallstatus geschlossen. Antragsteller Detective Bart Fair. Gründe für Wiedereröffnung. Aufgrund neuer Beweismittel, die den Tod von Jasper Prado mit der Broomsgrove-Entführung in Verbindung bringen. Prado wurde am Ort der Detonation gefunden, beantrage ich hiermit die Wiedereröffnung der beiden offensichtlich zusammenhängenden Fälle. Entscheidung abgelehnt. Edwin Lucius, Detective Chief Inspector. Du Arsch. Du Arsch. Ich komme mal auf die andere Seite. No, du gehst jetzt nicht zurück. Das ist erschreckend, wenn er das geht. Sehr erschreckend.